Ich begrüße euch hiermit zu unserem Abschlussvormittag. Ich freue mich, dass nochmal so viele hierher gefunden haben. Und wir machen jetzt, natürlich werden wir zuerst in die Zuflucht hineinfinden. Das machen wir mit den klassischen Gebeten. Und dann, während dieser Gebete, stellt ihr euch wieder eure Zuflucht vor, sei es der Zufluchtsbaum, sei es die Prajnaparamita, sei es der Buddha selbst oder wie auch immer ihr euch am besten mit Buddha, Dharma und Sangha verbinden könnt. Und dann lassen wir die Zuflucht in uns verschmelzen am Ende der Gebete. Und dann machen wir dieselbe Meditation wie gestern Abend, die allerletzte. Völliges Nichtstun. Okay? Und diesmal sind wir ja frisch. Die Idee ist, dass wir nicht nur am Ende des Tages mal in völliges Nichtstun eintauchen, sondern auch mal, wenn wir total frisch sind. Okay? Ganz, ganz wichtig. Wir müssen das entdecken, was absichtsloses Sein mit verschiedenen Energielevels bedeutet. Diesmal geht es darum, uns zu öffnen und ganz wach zu sein im absichtslosen Sein und all die auftauchenden Muster zu bemerken, was tun zu wollen, um genau diese Muster zu entspannen und wach und absichtslos zu bleiben. Okay? Selbe Meditation wie gestern, am Schluss des Tages, diesmal zu Anfang des Tages, unter ganz anderen Bedingungen. Okay? Ich werde also nur minimale Anweisungen geben, weil das würde ja die absichtslose Meditation stören. Deswegen die Vorrede. Stellt euch darauf ein, die Zuflucht zu spüren, euch in sie hineinzubegeben, in dieses Feld, das uns inspiriert, das uns verbindet mit unserem erwachten Potenzial. Und dann singen wir zusammen die traditionellen Gebete. Sangye Chedan Soge Chonam Lan Janjum Padun Dani Kyapsunchi Dagin Chin Sun Chin Pesenam Ji Drola Penchir Sangye Dum Pasho Sangye Chedan Songye Chonam Lan Janjum Padun Dani Kyapsunchi Dagin Jin Sun Jin Pesenam Jin Drolam Penchir Sangye Drumpasho Sangye Chedan Sogye Chonam Lan Janjum Padun Dani Kyapsunchi Dagin Jin Sun Jin Pesenam Ji Drolam Penchir Sangye Drumpasho Semchen Tamje Devadan Devi Yudan Dempa Junjin Tunan Dan Dunhan Jin Judan Devan Junjik Dunam Impa Devadam Padam Indra Junjik Nirin Chandan Nidan Raventanam Shimpola Nimpan Junji Penden Sawe
che dangin chi wo beden den shula kajin chen pengonen jesunte kusun tunginen drum zalduse. Und wir lassen die Zuflucht in uns selbst verschmelzen als Licht, das durch den Scheitel eintritt, die Stirn, die Kehle, das Herz. Und mit dem Segen der Zuflucht erlauben wir uns, in eine wache, offene Präsenz hineinzugleiten, wo es nichts zu tun gibt. Wir erlauben dem Geist, in sich selbst zu ruhen, ohne ihm irgendwelche Aufgaben zu geben. Alles subtile Streben nach etwas Besonderem entspannen wir. Es gibt nichts anzustreben. Alles ist schon da.
Und vielleicht können wir noch weniger tun. Noch ein wenig mehr entspannen. Und uns dabei in diese natürliche Lichthaftigkeit des jetzigen Erlebens hinein öffnen. Die Lichthaftigkeit der Natur des Geistes ist genau das Erleben, wie es jetzt ist. Nichts daran zu ändern. Offen, vertrauensvoll, einfach nichts tun, nichts zu halten, nichts festhalten, einfach sein, fließend, offen, nichts Besonderes.
Und jetzt zum Abschluss dieser stillen Phase. Versucht einmal zu erinnern, wie es gestern Abend war, als viele von uns schon müde waren, und wie es jetzt ist. Was ist gleich in diesen Meditationen des Nichtstuns und was ist anders? Könnt ihr euch erinnern? Vielen, vielen Dank. Das, was wir jetzt miteinander geteilt haben, das ist dieses grundlegend einfache Sein, zu dem wir jederzeit Zugang haben. Und es geht im Meditieren nie um etwas anderes als das. Es geht darum, auch jetzt, während wir zuhören oder während ich spreche, in diesem grundlegend einfachen Sein zu bleiben. Also, obwohl da jetzt Worte sind, Verständnis, ihr bewegt euch, ihr macht euch vielleicht Notizen, aber dieses grundlegend einfache Sein, das verändert sich gar nicht. Was wir gemacht haben, ist, dass wir den Zugang dazu ein bisschen leichter gemacht haben, weil wir alle Aktivitäten sein gelassen haben. Aktivitäten führen im Normalfall dazu, dass Mensch sich stärker konzentriert, einen stärkeren Objektbezug herstellt, ja? Sich auf ein Handeln, ein Wollen, eine Idee, einen Satz, den er gerade sagen möchte, sich auf all das so ausrichtet und darüber die Weite des Seins ein wenig vergisst. Sie tritt in den Hintergrund und manchmal geht sie uns irgendwie ganz flöten. Dann sind wir wieder so sehr im Tun und wollen und gut machen wollen, dass wir auf subtile Weisen dann doch wieder Dukkha erzeugen, diese Anspannung, diesen Stress. Eigentlich wäre das nicht nötig, aber bis wir so rausfinden, wie es geht, also in diesem offenen, fließenden Sein zu bleiben, während wir etwas tun, das braucht eine Weile, das braucht viel Übung, muss ich zugeben. Bin ich auch ständig dabei, das weiterzulernen. Also dieses Nichttun im Handeln aufrechtzuerhalten, das ist die hohe Kunst der Mahamudra-Aktivität. Okay? Das üben wir immer wieder und wir machen es mit demselben Schmunzeln, wie wir auch meditieren. Wir werden merken, dass wir immer wieder in unserem Muster des Ich will nicht hineinfallen und ich muss gut sein, ich will es gut machen und, das innere Vergleichen. Ja, die Muster kennen wir, die nehmen wir schmunzelnd wahr und erinnern uns im selben Moment daran, wie viel einfacher es doch sein kann. Und das ist das wichtigste Drenpa, das wichtigste Erinnern, das wichtigste Sati, was wir brauchen, uns immer wieder zu erinnern, dass es deutlich leichter geht. Das ist das Wichtigste. Das ist das zentrale Mahamudra, sich erinnern, sich an das Wesentliche zu erinnern,
dass ja eigentlich die innewohnenden Qualitäten, diese sogenannte Buddha-Natur, dass diese innewohnenden Qualitäten ja eigentlich alles bestens erledigen. Und dass wir mit mehr Sorge, mit mehr Ich-Angst, Ich-Sorge, Ich-Hoffnung, dass wir damit die Dinge komplizierter machen. Also entspannen wir so gut wir können diese Muster, die da so anspringen, und öffnen uns auch im Handeln diesem natürlichen Sein. Und die Grundmeditation ist dieses absichtslose Sein. Ja, das, was wir jetzt ganz bewusst für die meisten von uns in die aktivste Phase des Tages eingeladen haben. Und für mich ist der große Unterschied, wenn ich tagsüber, jetzt mitten am Tag, ja, 9 Uhr morgens, wenn ich da, wo bei mir so die stärkste aktive Energie zu spüren ist, wenn ich da diese Meditation mache, es ist ganz anders als abends. Also äußerlich oder mit den inneren Impulsen ist es anders. Abends bin ich nur froh, wenn ich nichts zu tun brauche. Okay? Da habe ich meine Sachen schon erledigt und bin wirklich so wie der Bauer, der sich nach getanem Geschäft auf die Bank vorm Haus setzt. So wie früher, ne? Wenn die Bauern tatsächlich abends Feierabend hatten. Also fast. Die haben dann angefangen, ihre Körbe zu flicken und so weiter. Ja? Aber so, die äußere Arbeit war erledigt. Ja? Und das ist das Beispiel aus der Mahamudra-Tradition, wie nach getaner Arbeit. Und dann ist es natürlich einfach, im Nicht-Tun, im Nicht-Handeln anzukommen. Weil für einen Moment, für eine Weile es keine To-Do-Liste in unserem Geist gibt. Während zu Anfang des Tages alles sich darauf ausrichtet, was es heute alles zu erledigen gibt. Und die To-Do-Liste ist bei den meisten von uns ziemlich präsent. Und deswegen ist es besonders gut, sich mittendrin, mitten in diese aktive Zeit hinein, in völliges Nichttun zu entspannen. Da sind wir mit unseren Mustern konfrontiert, des Tunwollens, des Handelnwollens. Und ich will doch aber und ich darf doch jetzt nicht entspannen. Entspannen ist für später. Ja? Nee, genau jetzt. Jetzt in der hochaktiven Zeit des Tages, und wenn die für euch nachts ist, dann ist es halt nachts, egal wann ihr hochaktiv seid. Ja? Jeder hat da andere Rhythmen. Aber mitten in die höchst aktive Zeit des Tages so eine Meditation des Nichtstuns und Nichttuns zu platzieren, ist extrem empfehlenswert. Wir lernen es, die kribbligen Muster des Umsetzenwollens zu entspannen. Diese Kribbligkeit, diese Rastlosigkeit, diesen Antrieb, und mit der hohen Energie unseres Geistes in Öffnung zu gehen. Wir sind gar nicht in Gefahr einzuschlafen. Ja, wir sind vielleicht in Gefahr, dass wir das dann als extrem langweilig erleben, weil wir denken, jetzt müsste doch eigentlich mehr laufen. Aber wer sich das erlauben kann, der möge doch bitte solche Meditationen mitten rein platzieren, zwischen 2 Meetings, zwischen 2 wichtige Telefonanrufe und genau da, wo alles eigentlich zur Aktivität drängt, dort in die Öffnung gehen und dann um Führung bitten für die nächste Aktivität, sodass wir im Handeln, im Sprechen, im Telefonieren, im E-Mails schreiben und so, da drin dann verbunden bleiben. Das wäre dann schon ein Riesenschritt in Richtung Integration. Okay? Denn wenn ich mal aus der Perspektive des Meditationslehrers spreche, bin ich natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn ich mitbekomme, dass die Meditationen immer in die schläfrigsten Zeiten des Tages verbannt werden. Ja,
Dann, wenn wir gerade aufgestanden sind, bevor wir zur Arbeit gehen und die meisten noch dabei sind, sich aufzurappeln, um sich dem Tag zu stellen, dann meditieren sie. Und wenn sie abends nicht mehr können. Das ist unfair. Ja, Protest, das ist unfair. Das Wichtigste im Leben wird in die unwichtigsten Randzeiten hinein verbannt. Das ist richtig unfair. Ja? Und jetzt ist der Protest zu Ende. Ich weiß, dass es auch in meinem Leben kaum anders geht. Zum Glück bin ich der typische Frühaufsteher, der wach aus dem Bett fällt. Also das ist ein Geschenk, das ist nicht allen gegeben, das war immer schon so bei mir, aber ich kann abends halt nicht. Ich bin abends überhaupt nicht zu gebrauchen, eigentlich. Ja? Und dann habe ich mich, und ich bin ein typischer Aktivitätsmensch, und wie war das schwierig für mich, und ich habe es aber geschafft, jederzeit zu meditieren. Also, dass ich jederzeit sozusagen dem Macher in mir den Stecker ziehen kann, ja, und sagen kann, jetzt entspann dich mal. Und dass wir jederzeit mitten am Tag unserem begrifflichen Denken, also dem, was wir vielleicht auch unseren Denkzwang nennen könnten, dass wir diesem Denkzwang den Stecker ziehen können. Ja? Also uns nicht mehr so involvieren mit dem, was im Geist los ist. Nicht mehr im Planen sein, im Bedenken, im Vorbereiten und so, im Nachbereiten, sondern dass wir auch dann den Modus wechseln können. Ja, das wäre super. Das wäre richtig super. Wenn wir diese Möglichkeit haben, dann können wir auch anders. Wir können uns einlassen, wir können in die Aktivität gehen, aber wir sind nicht zwanghaft in der Aktivität, weil wir können auch anders. Wir haben eine andere Option. Und weil wir diese andere Option haben, beginnt zunächst dieses Pendeln zwischen dem Nichttun und dem Tun. Und dann wird das Nichttun unser Tun von innen her durchdringen. Also immer weniger werden wir aus dem starken Ich heraus handeln und sprechen, sondern immer mehr so aus offenen Räumen heraus, aus einer inneren Flexibilität heraus. Das wird viel stärker werden. Und wir kriegen das Gefühl, dass diese meditative Geschmeidigkeit jetzt auch zu einer Geschmeidigkeit im Alltag wird. So, und dass wir jederzeit innehalten können. Ihr wisst ja, ein richtig guter Tänzer oder eine Tänzerin kann eigentlich jeden Moment die Richtung ändern. So gut ist das innere Gleichgewicht. Ja? Wenn da von der anderen Seite ein Paar oder ein Einzeltänzer angetanzt kommt und meine Form nicht mehr in die Richtung weitergehen kann, dann kann die Tänzerin in die andere Richtung weitergehen, weil sie sich nicht in so eine starke Vorwärtsbewegung bringt, dass man quasi nicht mehr anhalten kann. Okay? Richtiges Tanzen im inneren Gleichgewicht ist in der Lage, jede Richtung des Raumes zu nutzen. Und das ist die Geschmeidigkeit des Mahamudra, dass wir auch im Sprechen, einen Rückwärtsgang einlegen können. Da war doch noch was. Und dann wieder zurückkehren können. Und im Sprechen tanzen wir, in den Bewegungen können wir tanzen. Im Denken müssen wir natürlich als erstes tanzen lernen. Freies Denken ist nicht auf Schienen, sondern wird so einem, wie soll man sagen, das sind Geistesbewegungen, die sich auch in einem Feld vollziehen, die nicht auf Schienen unterwegs sind. Und dieses Feld, es ist jetzt kein Geheimnis, wie sich das aufspannt. Dieses Feld eröffnet sich uns, weil wir im Wir-Modus unterwegs sind. Im Wir-Modus bedeutet, dass wir die Situation mit allen Beteiligten im Geist, im Herzgeist tragen und dort die verschiedenen Notwendigkeiten und Sichtweisen, Bedürfnisse und Ängste aller Beteiligten ihren Platz haben. Das ist ein total vernetzendes Fühlen, Denken, Spüren, Optionen abwägen mit großer innerer Geschmeidigkeit,
weil der eigene Standpunkt nur einer unter vielen ist. Okay? Und das bewirkt, dass wir so tänzerisch unterwegs sind. Ihr wisst das vielleicht, dass wenn man in einem Raum tanzt mit vielen anderen Menschen, dass die besten Tänzer die Bewegungen der anderen im Raum mit im Gespür haben und nicht überrascht sind, wenn da plötzlich ein Paar angedudelt kommt, ja, und den Weg kreuzt und so. Gar nicht überrascht. Ist mit in den Sensoren drin. Ja, vielleicht habt ihr solche Tanzerfahrungen schon gehabt oder entwickelt die auch jetzt. Das ist eigentlich, wie es mit der Mahamudra-Aktivität ist, also worum es da geht. Es geht darum, inspirierend in dieser Welt zu sein, vielleicht ein wenig hilfreich, so hilfreich inspirierend und allen zu helfen, in ihre natürliche Geschmeidigkeit zu finden. Und das leben wir natürlich an erster Stelle für uns selbst. Ja, und diese grundlegenden Kontemplationen des relativen Bodhicitta, die helfen uns dabei. Ihr wisst noch, relatives Bodhicitta ist, sich einzulassen darauf, was alle brauchen, um glücklich zu sein, was allen hilft, weniger Leid zu erfahren, was alle unterstützt darin, in Freude zu finden. So, wie wir alle daran unterstützen können, so in einem gewissen Gleichmut, in der Gelöstheit unterwegs zu sein. Das ist relatives Bodhicitta und das ist das konkrete Üben in Geschmeidigkeit, Geschmeidigkeit des Herzens. Okay? Das wäre so die Überleitung aus der Mahamudra-Meditation und dazu gehört auch unsere Geistesruhe in den Alltag. Und vielleicht noch ein Blick auf unsere Woche, wo es jetzt um Geistesruhe ging. Einige von euch haben es hier im Zoom erzählt, andere haben es mir auch privat erzählt, dass sie überraschenderweise, obwohl es gar kein so ein strenges Retreat war, wo man jetzt den ganzen Tag auf dem Kissen verbracht hat, dass sie überraschend tiefe Meditationserfahrungen gemacht haben. Und wisst ihr, was an diese Meditationserfahrung jetzt so schön war, das, was ihr mir berichtet habt, dass ihr gar nicht in Sackgassen gelandet seid, sondern offene, ruhige Geisteszustände, weite Geisteszustände erlebt habt, die gar nicht lange dauern mussten und auch nicht die Frucht waren jetzt von stundenlangem Verweilen in Stille, sondern wo ihr relativ schnelle Zugänge gefunden habt zu einer großen Weite und Stabilität und dann ging es schon wieder weiter. Ihr konntet, zumindest diejenigen, die es sich mit mir geteilt haben, ihr konntet in der Praxis der Geistesruhe bereits die Geschmeidigkeit entdecken. Das heißt, obwohl es sich Geistesruhe nennt, sind es Erfahrungen des fließenden Verweilens. Und das ist das Besondere an der Mahamudra-Geistesruhe. Es geht nicht um ein langes Verweilen in etwas, was man dann stabilisiert, sondern ohne etwas zu stabilisieren, findet so ein sich öffnen statt, ein immer mehr sich öffnen. Dabei entsteht halt Geistesruhe. Das ist wie so ein Nebenprodukt dieser Öffnung. Die entsteht, weil der Geist sich mit nichts anderem beschäftigt und wir bleiben flexibel. Also normalerweise sollte es für euch so sein, obwohl wir vorwiegend Geistesruhe praktiziert haben, sollte der Übergang in die Alltagsbeschäftigung gar nicht so schwer fallen, weil wir diese Flexibilität ständig weiter praktiziert haben. Ein übliches Retreat von Shamatha wird so ruhig, dass uns die Übergänge schwerfallen in die Aktivität hinein. Das hängt mit dem Anhaften an Stabilität zusammen. Es ist nicht der Fehler der Stabilität. Es ist das Anhaften an Geisteszuständen, die wir als angenehm, ruhig
erleben. Und dann wird Aktivität als unruhig und unangenehm erlebt. Und ich habe versucht in meinen Anleitungen euch nicht in diese Haltung hineinzuführen, dass Ruhe etwas Besseres ist als Aktivität. Ja, das habe ich versucht zu vermeiden. Es findet immer ein bisschen statt, weil wir natürlich erstmal froh sind, so ruhig zu sein. Okay? Weil wir froh sind, dass sich das alles vereinfacht. Das nehmen wir mit. Das darf auch so sein. Okay? Das waren so ein paar Hinweise jetzt zu Mahamudra, Aktivität, Übergang in den Alltag. Und ich schlage vor, dass wir jetzt 10 Minuten Pause machen und dann machen wir eine geführte Meditation. Und ich erkläre euch dann nachher, was wir da üben werden. Also ich weiß es schon. Ich möchte euch eigentlich zeigen, wie wir Mahamudra, Geistesruhe und Einsicht und einfaches offenes Verweilen, wie wir das mit Hilfe von Segen praktizieren können. Es geht mir jetzt zum Abschluss dieser Woche darum, nochmal den Zugang zu Segen zu eröffnen. Wie könnte das für euch aussehen? Ja, wie könnte das sein? Okay, wir treffen uns also um 10 Uhr wieder. Bis dann. Ich möchte euch jetzt in der nächsten geführten Meditation in eine Praxis des Guru-Yogas einführen, wo wir wieder die Prajnaparamita nehmen, die wir schon kennengelernt haben. Und im klassischen Guru-Yoga ist es so, dass wir den Guru, jetzt hier die weibliche Form, über uns oder vor uns visualisieren und in den Segen eintauchen. So. Und zum Schluss löst sich der Guru in uns auf. Und da die Mahamudra-Übertragung im Sanskrit weiblich heißt, wir sprechen immer von die Mahamudra, weil es um die Prajnaparamita geht, diese Dimension der Weisheit, halte ich es für ganz gut, wenn wir uns auf eine weibliche Präsenz des Erwachens ausrichten. Und ich wiederhole nochmal, diese Prajnaparamita-Visionen, die sind verschiedenen Praktizierenden erschienen und nicht nur in dieser goldenen vierarmigen Form, die wir jetzt hier nehmen, weil ich dafür die Übertragung habe, sondern es gibt viele zweiarmige Visionen von ihr, stehend mit einer anderen Mudra, mit der Mudra des Unterrichtens. Also vor dem Herzen die beiden Hände, die sich in 2 Kreisen berühren. Wenn sie so visualisiert wird, dann hält die linke Hand das Dharmarad und die rechte Hand, sie legt sich so da dran, als würde das Rad gedreht, ja? Das Drehen des Dharmarades. Und das sind so wie 2 Kreise, die sich zusammenlegen. Und das ist dann so vom Herzen, das ist ihre Mudra. Ist auch sehr schön, wir kennen das doch schon fast als Herzmudra jetzt aus allen Situationen, nicht wahr? Und wollte einfach sagen, dass wir der reinen Schau von früheren Praktizierenden folgen, wenn wir uns auf solch eine Visualisation einlassen. Und sie hat ihre eigene Segenskraft, weil es nicht irgendwelche Pädagogen sind, die sich was ausgedacht haben, sondern etwas, was spontan entstanden ist, wenn Praktizierende sich so geöffnet haben. Und ich folge hier der
Darstellung von Magic Ma, die viele solche Visionen von Yung Chenmo, von der großen Mutter hatte. Also ihr werdet Vertrautes wieder entdecken. Wenn sich bei euch eine andere Visualisation hineinschiebt, zum Beispiel, ich weiß, dass einige von euch auf Guru Rinpoche praktizieren, macht alles mit Guru Rinpoche. Wenn ihr Chenrezig seht, macht alles mit Chenrezig. Wenn Milarepa auftaucht, macht's mit Milarepa. Wenn Shakyamuni auftaucht, macht's mit ihm. Ja, also es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt im Detail den Beschreibungen der Form folgt, sondern es geht darum, diese hingebungsvolle Öffnung und Inspiration zu spüren. Bereit zum Abflug? Wir beginnen, indem wir uns völlig entspannt in diese jetzige Erfahrung hineinbegeben, so wie sie jetzt gerade ist, offene Sinne, spüren den Körper, hören, sehen, schmecken und riechen und sind uns der geistigen Prozesse bewusst, bekommen unsere innere Stimmung mit. Und genau hier, in dieser Befindlichkeit, erinnern wir uns an das, was für uns am wesentlichsten ist. Die wesentliche spirituelle Ausrichtung. Diese Ausrichtung auf wahre Freiheit, ein Freisein von allem, was unser Buddha-Potenzial verschleiert, und auf das Entfalten aller innewohnenden Qualitäten. All das, was wir an Qualitäten entdecken können, wenn eben diese Schleier, diese Blockaden fort sind und sich zeigt, was an weisem Verstehen in uns aktiv ist, wie wir mitschwingen können, wie sich Furchtlosigkeit ausbreitet. Und als Ausdruck für diese Dimension des Erwachens laden wir die Zuflucht, den Guru, vor uns ein. Nehmt euren Guru, eure wesentliche Ausrichtung, so wie ihr das gerne visualisiert. Ich werde jetzt der Beschreibung der großen Mutter folgen, Prajnaparamita, wie sie sich vor den Augen, den inneren Augen vieler Praktizierender schon gezeigt hat. Sie hat die Farbe ganz feinen Goldes, eine goldene Ausstrahlung. Sie sitzt mit ihrem goldenen Körper im vollen Lotus, in der Vajra-Haltung. Und sie ist die Mutter aller Buddhas, weil sie die Weisheit verkörpert, durch die alle Buddhas erwacht sind. Und als Ausdruck dieses Erwachens hält sie in der erhobenen rechten Hand einen Vajra,
ein stehendes Zepter, das für die unzerstörbare Natur des Geistes steht. In der linken erhobenen Hand hält sie einen in Seide gewickelten Text, der für die Unterweisung der Prajnaparamita steht. Die Unterweisung zur nicht fassbaren, leeren Natur von uns selbst und von allem, was da wahrgenommen wird. Die anderen beiden Hände liegen entweder gemeinsam im Schoß oder nur die linke Hand liegt im Schoß und die rechte berührt die Erde in der Mudra des Anrufens der Erde als Zeugin fürs Erwachen. Die große Mutter ist eine Lichtgestalt. Sie hat keine Substanz. Sie ist ein strahlendes Leuchten, so als würden wir einen Regenbogen betrachten. Und tatsächlich sind die goldenen Lichtstrahlen, die von ihr ausgehen, von allen Farben des Regenbogen begleitet. Und wir schauen, woher das Licht kommt, das wir von ihr ausgehen sehen in alle Richtungen, dann entdecken wir, dass in ihrem Lichtkörper, überall dort, wo die Lichtstrahlen entstehen, goldene Buddhas verweilen, die ebenfalls im Vajra Samadhi, in dieser tiefen Meditation des Erwachens verweilen und die alle auf ihre Art denselben Dharma unterrichten. Und so ist die große Mutter die Einheit aller Erwachten, weibliche Erwachte, männliche Erwachte. Wir sehen sie, wie sie auf einem Lotus sitzt. Oft wird dieser Lotus als blau visualisiert. Darauf liegt eine Sonnenscheibe und auf der liegt eine Mondscheibe. Ausdruck für die Weisheit und für die geschickten Mittel des Mitgefühls, Sonne und Mond, die aus dem völlig reinen Bodhicitta entstehen, dem Geist des Erwachens. In ihrem Herz, wenn wir hineinschauen, können wir in der Mitte ihres goldenen Körpers wieder einen Lotus entdecken, dort wo wir das Herzchakra vermuten. Und auf diesem Lotus liegt eine Mondscheibe und darauf steht die weiße Silbe A. Das A, das die Essenz der Unterweisung zur Vollkommenheit der Weisheit darstellt. Die kürzeste Unterweisung, die je gegeben wurde. A für den offenen, dynamischen Raum. Diesen Gewahrseinsraum.
Und in ihrem Herzen, auf dem äußeren Ring der Mondscheibe, findet sich das Prajnaparamita Mantra. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Es ist vom A von innen aus lesbar, so als würden die Silben nach innen schauen. Das Om ist vorne und die Silben sind im Uhrzeigersinn angeordnet. Wir können sie lesen, während wir die Silben langsam sagen, so als würden wir jetzt gerade zum A werden inmitten dieses Mantras und vom A aus lesen wir die weißen Silben Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Und damit schließt sich der Kreis. Und während wir jetzt das Mantra rezitieren, kontemplieren wir die Bedeutung dieses Mantras. Und wir verweilen in dem Gewahrsein dieser Bedeutung. Om ist diese Weisheit aller Buddhas. Gate bedeutet gegangen. Gegangen in die Erkenntnis der leeren Natur von Samsara. Das zweite Gate bedeutet auch gegangen. Gegangen in das tiefe Erkennen der leeren Natur von Nirvana. Paragate bedeutet hinübergegangen. Hinübergegangen in das Erkennen der leeren Natur der Einheit von Samsara Nirvana. Und Parasamgate bedeutet völlig hinübergegangen in eine Erkenntnis, die keine Begriffe mehr braucht, die jenseits aller Begrifflichkeiten gegangen ist. Völlig frei von Worten, völlig frei von Meinungen und Standpunkten. Buddhi ist das Erwachen und Swaha bedeutet, möge es so sein, möge es so für alle sein. Und auch wenn ihr das Mantra noch nicht auswendig könnt, dann hört ihr vielleicht einfach dem Klang zu, kontempliert die goldene Prajnaparamita vor euch und stellt euch vor, wie von der sich jetzt im Gegenuhrzeigersinn drehenden Mantra-Girlande und vom A in der Mitte, wie Licht ausstrahlt in alle Richtungen und zu allen Lebewesen geht und sie in ihrer Buddha-Natur berührt. Und dadurch zeigen sie sich ebenfalls als Töchter und Söhne der großen Mutter. Ihre Buddha-Natur erwacht. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate Buddhi Swaha. Om Gate Gate Pada Gate Pada Samgate
Und wir sind eines von diesen vielen Lebewesen, diesen unzähligen Lebewesen, die von dem Licht der großen Mutter erreicht werden. Wir stellen uns vor, wie wir in allen unseren Chakren, überall, in den Poren unserer Haut, ganz und gar vom Segen der großen Mutter durchdrungen werden. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada. Und dieses Licht löst alle Schleier auf. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Gade Bada Sam Gade. Es befreit uns aus allem Greifen, aus allem Wollen, aus allen Zweifeln. Om Gade Gade Bada Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada. Om Gade Gade Bada Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada. Und diese Lichtstrahlen, diese goldenen Lichtstrahlen mit einem Hauch von Regenbogenlicht, die wecken alle unsere innewohnenden Qualitäten. Unsere Buddha-Natur erwacht und beginnt sich in ihrer ganzen Schönheit zu zeigen. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade. Und wir erwachen zu einem allumfassenden Verständnis der nicht fassbaren Natur aller Phänomene. Wir selbst nicht fassbar und alles, was in diesem Geist auftaucht, befreit sich von selbst, hat keine Substanz. Om Gade Gade Bada Gade Bada Sam Gade Bada Om Gade Gade Bada Gade Bada
Om Gade Gade Pada Sam Gade Bude Swaha. Teyata Om Gade Gade Pada Sam Gade Bude Swaha. Dann löst sich die große Mutter ganz und gar in Licht auf. Dieses Licht kommt in einem Strom, ergießt sich wie in einem Strom in den Scheitel aller Lebewesen. Wir spüren, wie dieses Licht in uns selbst eintritt, uns von innen her füllt und sich ganz als Segen in uns auflöst und verweilen einfach so. Nichts zu tun, nichts festzuhalten. Mit diesem Segen können wir unsere Praxis fortsetzen, als eine Praxis, in der Geistesruhe und Einsicht nicht voneinander getrennt sind. Fünf Minuten stille Pause. Wir lassen den Zoom einfach an. In der Kanji-Tradition, in der ich groß geworden bin, in der ich diese Mahamudra-Unterweisung bekommen habe, spricht man immer vom Mahamudra der Hingabe, Mahamudra des Segens. Und der Guru-Yoga spielt eine ganz zentrale Rolle, so wie auch im Dzogchen.
der Nyingma-Linie. Also diese beiden Linien haben sich ihre Übertragungen unzählige Male ausgetauscht. Aber ja, der Guru-Yoga bedeutet, dass wir mit Hilfe der anderen Form von Guru unseren inneren Guru wecken. Yoga bekommt hier die Bedeutung von Vereinigung, bedeutet die Vereinigung des eigenen Geistes mit dem Geist des Gurus. Wenn wir jetzt untersuchen, was mit Guru gemeint ist, dann ist nicht der Geist eines menschlichen Gurus mit seinen Verwirrungen gemeint, sondern der erste Guru ist tatsächlich eine Person mit einer authentischen Linie, die uns die Güte erweist, uns mit diesen Unterweisungen vertraut zu machen. Diese Person, auch wenn sie noch nicht erwacht ist, wird als Kanal für die Unterweisung der Buddhas betrachtet. Und das ist die erste Form von Guru, die menschliche Person, der menschliche Guru, der uns den Zugang eröffnet. Und er öffnet uns den Zugang zu zwei anderen Formen von Guru. Die zweite Form wird auf tibetisch Peja Lama genannt, ist der Guru der Texte, ist der Guru der Übertragungen, wie wir sie in den Texten aufgezeichnet finden. Denn dank der Unterweisung des menschlichen Gurus können wir diese schriftlichen Unterweisungen verstehen und nutzbringend für uns anwenden. Und dieser äußere Guru bringt uns auch mit dem dritten Guru in Verbindung, dem Guru der Situationen, dem Guru der Elemente, wie sie sich in den Situationen zu vielgestaltigen Erfahrungen kombinieren. Dieser Zugang, also wie wir Situationen nutzen können für unsere Praxis, das wird uns auch durch die Unterweisung des lebenden Gurus, wird uns das klar. Und alle drei Gurus, der Äußere, die Texte und das Leben selbst, die Situationen, dienen dazu, die innere Buddha-Natur zu erwecken und uns in ein inniges Vertrautsein mit der Natur unseres Geistes zu bringen. Und diese Natur des Geistes, das ist der letztendliche Guru, das ist der innere Guru. Und um das Wecken dieses inneren Gurus geht es. Und das ist die Essenz dessen, was wir die Praxis der Hingabe nennen. Die Praxis der Hingabe ist eine Hingabe, eine Bereitschaft zu hören, sich einzulassen, was diese inspirierenden, authentischen äußeren Vorbilder angeht. Wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann nimmt man sich einen verstorbenen Guru als Vorbild, Milarepa oder, zum Beispiel Guru Rinpoche oder den Buddha selbst. Da kann es keine Skandale mehr geben. Nicht so. Da sind wir auf der sicheren Seite. Es wird immer wieder empfohlen, schon in Texten, die viele Jahrhunderte alt sind.
Und über den Kanal dieses inspirierenden Gurus, da können wir unsere Hingabe öffnen, wir können uns umso mehr hingeben, als von dieser Person keine Bedrohung ausgeht. Das ist ganz, ganz wichtig und es gibt viele Unterweisungen dazu, wie wir herausfinden können, ob ein Guru authentisch ist. Diese Hingabe setzt sich fort, oder vielleicht fängt sie auch dort an, mit einer Hingabe an den Dharma. Hingabe an den Dharma der Verwirklichung und Hingabe an den Dharma der Unterweisungen. Also eigentlich ein völliges Hingegebensein an die freie Natur des Seins und die befreienden Unterweisungen. Und das zum Wohle aller Lebewesen. Und diese Hingabe an alle Lebewesen, die kommt in der Hingabe an die Situationen zum Ausdruck. Die Hingabe an den Guru der Situationen bedeutet, sich dem Leben total zu öffnen und das Leben als Lehrerin zu nehmen. Das bedeutet nicht, dass wir den Lebewesen dienen in ihrer Neurose, sondern dass wir total hingegeben sind an die Buddha-Natur in allen fühlenden Lebewesen. Der Buddha-Natur in allen denen, der dienen wir. Und das ist eine Hingabe, die identisch ist mit Mitgefühl, mit Liebe. Das kennen Eltern, wie hingegeben sie ihren Kindern gegenüber sind, was sie bereit sind zu tun, worauf sie sich einlassen können, ein ganzes Leben lang. Wäre ja schön, wenn die mit 20 Jahren uns nicht mehr bräuchten. Ist ja nicht ganz so. Taucht immer wieder auf und immer wieder wird diese Hingabe in uns wach und ja, wir dienen, wir öffnen uns. Und ihr merkt jetzt in der Beschreibung Hingabe, den äußeren Guru, Hingabe an die befreiende Weisheit, den Dharma, Hingabe ans Leben, an Lebewesen. Ihr merkt, dass die Hingabe zu einer umfassenden Lebenshaltung wird, eine Lebenspraxis. Und diese innere Haltung, sich zu öffnen, hingegeben zu sein, damit jede Situation unseren inneren Guru stimuliert. Das ist die beste Voraussetzung, um Mahamudra zu verwirklichen. Überall den Guru zu sehen, der Guru der Erscheinungen, der Guru der Sinneserfahrung, der Guru in den Herausforderungen, der Guru in jedem, dem ich begegne. Aber der Guru ist nicht die Neurose im anderen. Und auch die Neurosen unseres menschlichen Gurus sind nicht die Aspekte, denen wir dienen sollten. Okay? Wir verbinden uns mit den äußeren Lehrern und Lehrerinnen in unserer gemeinsamen Aktivität für die Lebewesen, für ihr Erwachen, für den Dharma. Also in dieser Dharma-Aktivität und in der Dharma-Praxis verbinden wir uns. Gurus würden nie von uns persönliche Dienste erwarten und so. Das ist nicht die Aufgabe des Dienens. Okay, Hingabe und Segen, die gehen automatisch ineinander über. Wenn Genro Rinpoche und alle anderen uns jeweils erklärten und jetzt noch erklären, woher Segen kommt, dann sagen sie immer, der Segen kommt aus dem Dharmakaya, aus der Natur des Geistes. Es gibt keinen Guru, der Segen schickt. Und wenn wir zu Guru Rinpoche beten oder zum Buddha oder zur großen Mutter oder deren Mantra rezitieren, dann gibt es jetzt nicht unbedingt so ein rotes Telefon zur großen Mutter, wo sie jetzt merkt, schick doch mal da in die Richtung, wo die Gebete herkommen, schick doch da jetzt mal ein bisschen Segen. Nee. Der Segen ist schon da, bevor wir überhaupt anfangen zu beten. Durch das Gebet, durch die Praxis, die Visualisation, die Mantra-Rezitation öffnen wir uns für diese Inspiration, die allgegenwärtig ist. Niemand erzeugt sie.
Sie ist einfach da. Sie ist die Natur des Seins. Segen ist in der Natur des Seins zu finden. Das ist mit Dharmakaya gemeint. In der Natur des Seins. In der non-dualen Natur des Seins. Und je mehr wir uns dem öffnen in Hingabe, je mehr wir uns in Hingabe dem Segen öffnen, desto leichter fällt es uns, in dieser Natur des Seins zu verweilen. Und wir entdecken sie als allgegenwärtig. Allgegenwärtiger Segen, allgegenwärtige Natur des Seins, Natur des Geistes. Immer wieder. Und es wird so einfach. Und so wurde in der Mahamudra-Tradition, wie ich sie kennengelernt habe, immer der Weg der Hingabe und des Segens als die absolute Essenz der Praxis beschrieben. Und jetzt, zu Ende dieser Woche, fühlt es sich für mich durchaus stimmig an, darüber zu sprechen, weil wir uns auch da so ein wenig vorbereitet haben. Aber wenn ich das schon zu Beginn der Woche so gesagt hätte, dann hätte es die Hälfte von euch vielleicht abgehängt. Okay? Weil das nichts in unserem System so drin ist. Wir sind zum Teil geschädigt durch Erzählungen oder direkte persönliche Erfahrung, wo blinder Glauben von uns verlangt wurde, oder wir sind sehr hellhörig, was blinde Hingabe angeht und. Das ist auch richtig so. Das ist richtig, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um eine authentische Hingabe, wo wir tatsächlich nichts mehr nach außen projizieren. Also würden wir uns Gott hingeben, dem Göttlichen, um mal mit der Sprache der theistischen Ansätze zu sprechen, dann würde Gott nicht außen bleiben. Gott ist in uns zu entdecken. Und das ist der Dharmakaya. Ihr dürft gerne auch Sambhogakaya und Yamanakaya anfügen. Das ist das Besondere an der buddhistischen Tradition, dass diese Hingabe nicht im Außen bleibt, sondern dass im Außen, auch jetzt in der Visualisation der großen Mutter, die Hingabe in das vermeintlich Äußere nur ist, als Brücke zu dienen für eine Reise in dessen, was die eigentliche Natur unseres Geistes ist, das Innere, das Innerste von allem Erleben. Und das wollte ich euch ein bisschen mitgeben, auch wieder so als Praxisunterstützung. Lernen tun wir diese verschiedenen Formen des Guru-Yogas, wenn ihr noch mehr lernen wollt, eher im Kontext von Vajrayana-Praxis, also das tantrische Mahamudra. Aber das, was wir miteinander geteilt haben, das dürft ihr nutzen. Ihr dürft es anwenden und wenn es euch tatsächlich inspiriert, dann habt ihr damit eine authentische Übertragung auch erhalten. Das geht so. Das Mantra ist das Mantra des Herzsutras, das steht allen zur Verfügung. Die Beschreibung der großen Mutter ist nicht geheim, ist nicht etwas, was geheim gehalten werden muss. Und ihr dürft euch so in Verbindung setzen mit der Quelle des Segens. Und ansonsten kennt ihr ja schon, haben wir ja auch schon gemacht, die Beschreibung, wie wir auf den Buddha meditieren, auf Buddha Shakyamuni, wie er in der Mahayana-Tradition genannt wird, Gautama Buddha, wie er im Theravada genannt wird. Das ist eine weitere Form von Guru-Yoga, die wir in dieser Woche miteinander geteilt haben. Und jetzt machen wir eine richtige Pause, 15 Minuten richtige Pause und dann geht es noch mal ein bisschen weiter. Dann haben wir 11:05 und haben noch mal ein bisschen Zeit. Wichtige Fragen dürft ihr in den Chat schreiben, aber heute wird es nicht so viele Fragen geben, weil ich nicht so gerne möchte, dass wir diese schöne Woche mit viel begrifflicher Aktivität abschließen. Ja, also nicht so viel Begriffliches, aber ja, wenn es Fragen gibt, werde ich kurz auf sie eingehen. Okay, bis nachher.
Im Chat habe ich euch nochmal den Link hineinkopiert, weil einige keinen Zugang mehr zu dem Link gefunden haben. Es ist derselbe Link wie die ganze Woche, dass ihr euch den aktuellen Text runterladen könnt. Eine Person wollte wissen, wo denn dieser Shakyamuni Buddha Guru Yoga zu finden ist. Ungefähr in der Mitte des Textes ist eine lange Fußnote, wo die Visualisation von Buddha Shakyamuni mit den Worten des 9. Karmapas beschrieben wird. Die Visualisation selbst stammt aus dem Ozean des wahren Sinnes, diesem Mahamudra-Buch vom 9. Karmapa. Fragen zur persönlichen Praxis beantworte ich jetzt nicht mehr. Also Klärung, wie er Prioritäten schafft und so. Und dafür habe ich viele Hinweise gegeben. Das Wichtigste erscheint mir, dass ihr euch immer wieder vertrauensvoll ins Nicht-Tun hinein entspannt. Und wenn es in diesem Nicht-Tun, wenn es da ein Ungleichgewicht gibt, wenn ihr da merkt, da ist Dumpfheit, da ist aufgewühlter Geist, ja, dann korrigiert ihr ein bisschen, dann könnt ihr die beschriebenen Methoden, die als Gegenmittel gelten oder die das Interesse verstärken und so weiter, alles, was wir beschrieben haben, könnt ihr dann zur Anwendung bringen. Nicht zu stark, um euch nicht wieder in eine Pendelbewegung reinzubringen, sondern immer nur so viel wie nötig. Okay, ansonsten habe ich jetzt im Chat eigentlich keine Fragen gesehen, auf die ich eingehen möchte. Wir können uns jetzt eigentlich mehr der Frage widmen, die uns alle beschäftigt. Wie kann ich denn jetzt meine Praxis zu einer Praxis rund um die Uhr machen? Ja? Praxis im Alltag heißt es doch immer am Ende eines Retreats. Ja, Pustekuchen. Wir hatten jetzt schon die ganze Zeit Alltag, ein etwas besonderer Alltag, wo wir statt zur Arbeit ins Retreat gegangen sind. 2x3 Stunden, ne? War ein 80% Job, haben wir ganz gut hingekriegt, aber dafür hatten wir auch kein Wochenende frei. Ne? Also wir haben jetzt eigentlich einen Alltag gelebt mit recht viel Anregungen und sehr viel Meditationen. Und wie kann ich das jetzt aufrechterhalten, wenn sich andere Formen des Alltags einstellen? Also erstmal muss ich überhaupt motiviert sein, das zu tun. Ne? Ohne Motivation geht es gar nicht. Vielleicht suche ich mir Bereiche in meinem normalen Leben aus, wo es mir leichter erscheint, bewusst zu praktizieren. Also relativ einfache Abläufe, die sind dafür gut geeignet. Ich kann mir das Spaziergehen raussuchen. Ich kann mir das Radfahren nehmen, ich kann mir das Autofahren nehmen. Tätigkeiten, bei denen ich nicht so viel zu überlegen brauche, sind ganz gut geeignet, um etwas mehr das Gewahrsein nach innen zu lenken, zu spüren, in die Weite zu gehen, mit dem Segen wieder verbunden zu sein. Einige von euch sind mit anderen Menschen beruflich im Gespräch, manche als Therapeutinnen, Lehrer, ja, in helfenden Berufen oft. Oder ihr seid einfach mit Freunden unterwegs und immer, wenn ihr zuhört, ihr könntet die Praxis des Zuhörens nutzen, um wieder in die Weite hineinzufinden. Okay? Das geht ganz gut. In der Aktivität, okay,
vielleicht nicht so einfach, also im Sprechen, im Antworten, aber während wir zuhören, können wir uns so entspannen, dass wir möglichst keine Antworten formulieren, bevor der andere ausgeredet hat. Das ist doch schon mal eine gute Praxis, oder? Das entspricht in der Meditation dem Nicht-Erzeugen, Nicht-Eingehen auf ausschweifendes Denken, also keine Reaktionen erstmal auf das, was gerade läuft, sondern aufnehmen, spüren. Keine Sorge, ihr werdet das nicht vergessen, was die andere Person gesagt hat. Aber die sich formulierende Reaktion, bevor wir überhaupt zu Ende gehört haben, die lassen wir mal. Ja? Wir nehmen und wir lassen vielleicht manchmal im Gespräch wie so den Buddha in uns antworten. Als hätten wir da die große Mutter oder den Buddha selbst im Herzen sitzen und wir betrachten die Situation nicht nur aus einer inneren Haltung des Vertrauens in dieses Nicht-Selbst, in diese Dimension freier von Ich-Bezogenheit, so nicht nur das, sondern wir lassen die sogar aktiv werden, wir lassen die sogar sprechen. Das könnte auch eine Praxis sein. Ich weiß, während ich hier so auf den Bildschirm schaue, dass zum Beispiel einige von euch Therapeuten und Therapeutinnen, dass ihr den Medizin-Buddha ständig dabei habt, wenn ihr therapeutisch unterwegs seid. Das ist so eine Anwendung, wie wir unsere berufliche Aktivität, wie wir die tatsächlich zur Praxis machen können. Und so lade ich euch ein, dass ihr euch überlegt, welche Bereiche im Alltag denn besonders geeignet sind, um sich mit eurer Praxis zu verbinden. Also ich würde nicht gleich den ganzen Tag 24 Stunden angehen als Projekt, das ist dann doch eher mal eine Überforderung, aber ich würde mir sozusagen die leichtesten Bereiche raussuchen, um dort dann auch ein Erfolgserlebnis zu haben. Also zu merken, das geht ja. Das geht ja. Und da möchte ich auch noch ein bisschen konkreter werden. Also, einen ganzen Spaziergang sich vorzunehmen, Gewahrseinspraxis zu machen, schaffe ich auch nicht. Ich nehme mir immer vor, von hier bis zum nächsten Baum oder von hier bis zur nächsten Ecke. Ja, da praktiziere ich jetzt zum Beispiel für diese 50 Schritte oder so oder 100 Schritte, praktiziere ich zum Beispiel ein ganz weites panoramisches Gewahrsein. Oder von hier bis dort gehe ich in eine Geisteshaltung, wo ich all den kleinen Lebewesen, die um mich herum sind, einfach alles Gute schicke. Oder von hier bis dort praktiziere ich, dass ich einfach im Segen gehe, ohne mich um irgendetwas kümmern zu müssen. Oder. Ja? Ihr habt eure eigenen Lieblingspraktiken und die eure Lieblingspraktiken sind, die machen ja auch dann tatsächlich am glücklichsten. Ja? Da entsteht am ehesten das Interesse, sie umzusetzen und weil das Interesse so hoch ist, werden wir wohl auch am ehesten ein bisschen Erfolg haben damit. Und dann, wenn ich bei dem Baum bei der Ecke ankomme, dann kann ich ja schauen, ob mein Geist noch frisch ist, ob ich mir wieder ein kleines Ziel aussuche und von hier nach dort die Praxis fortsetze oder eine andere Praxis nehme. Aber manchmal ist es so, dass ich mir dann eine Pause gönnen sollte. Jetzt keine Praxis von hier nach dort, sondern jetzt einfach rumspazieren, den Geist schweifen lassen und dann bin ich vielleicht wieder bereit, so eine überschaubare Zeitspanne mit einer etwas höheren, soll man sagen, ja, ich schraube die innere Bewusstheit, ich schraube die so ein bisschen hoch, ich erhöhe die etwas, ich bin etwas anders unterwegs als sonst. Und weil uns das ja nicht so vertraut ist, fühlt sich das ein bisschen anstrengend an. Deswegen ist es gut, danach den Geist wieder vagabundieren zu lassen. Einfach, um nicht in eine Überanstrengung zu kommen. Und dann würde ich mir zum Beispiel die Einschlafphase abends und die Aufwachphase morgens, die würde ich mir auch vornehmen für die Praxis.
weil die sind einfach schon sehr entscheidend. Wenn ich abends einschlafe, dann ist das die ähnlichste Erfahrung zum Sterben. Falls ich mal eines normalen Alterstodes sterbe, aufgrund von Schwächerwerden, Erkrankungen und so, im Bett halt sterbe. Ja, so, nicht durch einen Unfall. Dann wird es eine Phase geben, bevor das Bewusstsein in Bewusstlosigkeit übergeht. Und diese Phase des abendlichen Einschlafens, das sollte ich mein Leben lang üben, dass ich diese letzten Momente abends im Gewahrsein der Natur der Dinge verbringe. Im Segen, im Vertrauen, im Mitgefühl. Halt die Qualitäten, die uns am Herzen liegen. Okay? Braucht ein bisschen Bemühen, weil wir sind ja schon müde und wir liegen ja schon. Es kann auch sein, dass wir uns nochmal anlehnen im Bett, damit wir nicht gleich einschlafen. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, ein paar Atemzüge noch diese Bewusstheit zu entwickeln. Das wäre doch irgendwie großartig, oder? Und manchmal haben wir dann sogar Lust, ein bisschen länger. Also wir dosieren das immer so, dass es uns gut tut und uns Freude macht. Also nicht ein Pflichtprogramm. Pflichtprogramm ist ganz gut, wenn man mit dem Thema Pflicht keine Probleme hat. Ja, wenn ich mir etwas vornehme und mich gern daran erinnere, was ich mir vorgenommen habe. Aber wenn ich mich ungern daran erinnere und mir Pflicht eine Bürde wird, dann bitte nicht Pflicht, sondern das ist sozusagen mein Leckerli, wie man hier sagen würde. Ja, mein kleines Gutzeli für das ins Bett gehen. Ich gönne mir noch etwas. Ich gönne mir ein paar Atemzüge Bewusstsein. Ich gönne mir ein paar Atemzüge, mich nochmal mit dem Wesentlichsten zu verbinden, was mein Leben in der Tiefe inspiriert. Und dann, natürlich, was kommt dann wohl? Das Aufwachen. Das Aufwachen im selben Bewusstsein. Auch da achte ich darauf, dass ich nicht gleich in das sorgenvolle Denken hinübergehe, so was mich jetzt den Tag über beschäftigt, was ansteht, was doch eigentlich noch meine Probleme waren beim Einschlafen und so, brauche ich nicht. Ich gehe erstmal für ein paar Atemzüge in die Zuflucht, in die innere Ausrichtung, in eine Wertschätzung vielleicht dafür, oh, schon wieder ein Tag. Ja, wieder ein Tag geschenkt, wo ich praktizieren kann. So die Klassiker, ne? Ihr kennt das aus den anderen Unterweisungen. Also schaut mal, wie ihr abends beim Einschlafen und morgens beim Aufwachen in die eigentliche Zuflucht, ins Bodhicitta finden könnt. Ich habe da so mein kleines Ritual. Also wisst ihr, das habe ich jetzt einfach so viele Jahre, Jahrzehnte schon gemacht. Ich wache tatsächlich mit diesen Gebeten auf, die wir jetzt auch immer vor der Unterweisung singen. Da brauche ich gar nicht mehr nachzudenken. Ja, die sind von selbst verbunden mit Bedeutung. Und so kann man mit einem Mantra erwachen, man kann mit Gebeten erwachen, man kann mit Vorstellungen erwachen, inneren Bildern. Nehmt das, was euch am meisten inspiriert und denkt dran, so möchte ich sterben und so möchte ich nach der Phase der Bewusstlosigkeit, so möchte ich im Bardo, im Nachtuchzustand, wieder bewusst werden. Das möchte ich gerne, dass das mein Muster ist, mein karmisches Muster, mit dem ich wach werde. Und ich schenke mir, dass ich ein richtig tolles, heilsames Muster entwickle. Eins, auf das ich mich verlassen kann, eins, was anspringt, auch wenn ich noch nicht richtig bewusst bin. Ja? Also, wenn etwas schief läuft, dann haben wir ja ein ziemlich verlässliches Muster, dass wir ein Wort aussprechen, was mit SCH beginnt.
Ja, das ist bei vielen von uns ein ziemlich verlässliches Muster. Wie wäre es, wenn stattdessen ein Mantra über unsere Lippen kommen würde? Om Mani Padme Hum oder Karma Paceno oder ja, wie wäre es, wenn wir dieses Muster kultivieren würden? Stellt euch vor, ihr seid durch einen Unfall tot, kommt ihr um und der letzte Moment beim Aufprall ist dieses Wörtchen mit SCH. Und der erste Moment beim Aufwachen ist dasselbe Wörtchen wieder. Und das ist ja eine Haltung, die da zum Ausdruck kommt. Ist nicht so prickelnd, oder? Könnten wir doch anders angehen. Ist auch nicht so tragisch, wenn wir unmittelbar danach die leere Natur dieser Haltung und dieses Wörtchens erkennen. Dann ist das alles ziemlich irrelevant. Aber falls wir dem doch auf den Leim gehen, könnte es Auswirkungen haben. Deswegen wäre ich dafür, dass wir schwierige Situationen und auch das Einschlafen mit einer heilsamen Reaktion verbinden und das Aufwachen auch gleich. Weil das, worauf wir uns verlassen können, sind die starken Prägungen. Es sind nicht unbedingt die hellsten Momente unserer Existenz, die dann gleich aktiv werden, wenn wir aus der Bewusstlosigkeit wieder zu Bewusstsein kommen. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass es dann gleich die tiefste Geistesruhe, die tiefsten Einsichten sind, die dann aktiv sind, sondern vielleicht ähnelt das dann sehr dem morgendlichen Erwachen, wo wir schnellstens den Weg in die Ich-Bezogenheit suchen und wieder in Hoffnung und Furcht unterwegs sind. Also in dem Bedenken unserer Probleme und so. Das braucht nicht zu sein. Wir können uns Zeit nehmen. Wir können die Themen unseres Alltags einfach ein paar Atemzüge später bedenken. Das kann ein bisschen warten. Okay, das wären so ein paar Tipps, wie wir rund um die Uhr praktizieren können. Und gerne würdet ihr natürlich auch Unterweisungen zum Nutzen der Träume und des Tiefschlafs haben, aber das braucht so eine subtile Präsenz tagsüber. Schaut einfach, dass ihr auch in den Träumen luzide werdet und euch vielleicht an eure Dharma-Praxis erinnert in den Träumen. Euch daran erinnert, dass die alle keine Substanz haben, dass das alles Geist ist, dass das alles Einbildungen sind, Bilder. Nehmt sie nicht so ernst und erinnert euch vielleicht tagsüber daran, dass wir, was die Mechanismen angeht, dass wir tagsüber wie in einem Traum unterwegs sind. Tagsüber ist kein Traum, das hat alles konkrete Auswirkungen, was wir da machen, aber wie die inneren Bilder zustande kommen und wie die inneren Reaktionen laufen, das ist schon genauso wie im Traum. Das fühlt sich total real an. Und wir fühlen uns automatisch betroffen und interpretieren die Welt, diese Traumbilder in unserer ganz typischen Art und Weise. Also diesen Prozess könnten wir tagsüber immer wieder durchschauen, damit es uns auch dann beim Traum so geschieht, dass wir den Traum als Traum durchschauen. So können wir uns dafür vorbereiten. Okay, das war so eine kleine Abschiedsunterweisung zur Gewahrseinspraxis rund um die Uhr in allen Situationen. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit euch meditieren. Und während ich mich so auf diese Meditation einlasse, taucht ein ganz starkes Gefühl der Dankbarkeit auf.
ganz dankbar. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Da war so viel Aufmerksamkeit zu spüren, da ist auch jetzt noch so viel Respekt und Hingabe und Aufmerksamkeit zu spüren, also Hingabe an den Dharma, so viel Bereitschaft, diesen Dharma auch mit anderen zu teilen. Und wenn ihr nicht wärt, dann gäbe es keine Unterweisung. Also, dass der Dharma durch die Generationen fließt zu immer neuen Praktizierenden. Das hat damit zu tun, dass es Menschen gibt, nicht nur die ihn weitergeben können, sondern Menschen, die ihn aufnehmen wollen, die ihn hören wollen. Ja, mit diesem Gefühl der Dankbarkeit lasst uns ein wenig in die Stille hineingehen.
Lasst uns gemeinsam widmen und dann gibt es noch ein paar Worte nach der Widmung. Ja, möge all das Heilsame, was hier entstanden ist, wirklich allen zugutekommen. Ohne irgendwelche Besitzansprüche, ohne irgendetwas zurückzuhalten. Möge die befreiende Weisheit in alle Richtungen des Universums strömen. Mögen für alle die Bedingungen zusammenkommen, zur inneren Freiheit zu erwachen. Möge das fast Unvorstellbare doch irgendwie möglich werden, dass alle erwachen. Sunam de tam je sing panin topne nim pedranam panjene kengana chim palam trupayi sipen sulen javasho Champem pawen chitang kem padang kanto zampo deyang de shinte Deda kunjin jesu dalom ching gewan dindan tam jedam tomo Sangye kosum nye pejin lam tan sheni min jodem pejin lam tan Gendud mit jedem pejin lam chi jitang owa man lam jom pasho Gewa di nyododa chakya champo drobjone drova chekyam maliba deyi salaga pasho. Ja, bei diesen Danksagungen, nicht wahr? Einige wunderschöne Danksagungen habt ihr schon in den Chat hineingeschrieben und ich möchte natürlich an erster Stelle meinem Lehrer Genrin Rinpoche danken und all den unglaublichen Bedingungen, die dazu beigetragen haben, Zeit zu haben in diesem Leben, um sie auch anzuwenden. All den unzähligen Praktizierenden der Jahrhunderte, Jahrtausende sei auch gedankt, die dazu beigetragen haben, dass wir hier jetzt zusammensitzen können und praktizieren können. Und da gibt es so kleine Dinge. Wisst ihr, dass ich diese ganze Woche jetzt mit einem LAN-Kabel unterrichten konnte, ohne WLAN zu benutzen, hat mir das Leben so viel leichter gemacht. Aber der Claudio hat dafür eine ganze Schrankwand auseinandergenommen, um hinten an den Router zu kommen, den die Elektriker schön hinter so einer Wand verschraubt hatten. Ja, wunderbar. Ich hätte mir das nie, er hat insistiert, das machen zu wollen und wir haben dann kurz vor Mitternacht beim ersten Abend noch diese Wand auseinandergenommen. So kleine Sachen und große Sachen, ja, dass ich immer ins Karuna-Haus gehen konnte zum Mittagessen und so viele Bedingungen. Ihr wisst ja, wechselseitige Abhängigkeit, wechselseitige Abhängigkeit, wie das alles ineinander wirkt. Und so sei der wechselseitigen Abhängigkeit gedankt für dieses wunderbare Zusammenkommen von Bedingungen. Ich möchte euch jetzt Gelegenheit geben, auch noch etwas zu sagen, aber fairerweise schalten wir dafür die Aufnahme ab. Ja, wir bleiben, für diejenigen, die noch da sein können, bleiben wir noch im Zoom, aber wir stellen hier auf unserer Seite die Aufnahme ab